in Bonaire angelegt. Auch hier ist es wieder simpel rauszugehen. Einfach ein Plastikzelt und schon sind wir raus. Wo sind die Busse? Ist gar kein Platz für Busse. Da sehe ich die Busse. Hinter dem großen Haus hinten. Das Restaurant ist auch immer gut besucht beim Frühstück. Heute gehen wir mal zum Marktplatz. Genau. Wir gehen heute ganz durch zum Marktrestaurant. Vorbei am Casanova. Da sind wir schon mal am Belladonna. Und dann hier am Belladonna vorbei. Da, das ist das Marktrestaurant. Wirklich gut versteckt. Einmal desinfizieren. Ja, das Marktrestaurant ist schon sehr schön gemacht. So, überall rum. Frühstück gibt es heute im Marktrestaurant. Die haben ja überall das Gleiche, aber hier sitzt man sehr schön gemütlich. Wir suchen uns natürlich einen Platz am Fenster. Vom Buffet aus gibt es verschiedene Richtungen. Da muss man sich erstmal orientieren. Gar nicht so einfach. Die Fensterplätze sind natürlich sehr gefragt und deshalb auch oft belegt. Ja, sehr schön hier hinten. Aber warum? Hat auch sehr viele Nischen. Das Buffet hier ist hier mit am größten. Aber im Grunde ist man zum Frühstück ja immer das Gleiche. Ach, können wir ja heute Abend auch noch mal hingehen, ne? Ja. Das sieht jetzt so aus, als wären wir einmal nur durchgelaufen. Aber zwischendurch haben wir tatsächlich noch gefrühstückt. In Bonaire, direkt vorm Schiff, sind die ganzen Ausflüge. Die halten alle ihr Schild hoch. Kann man also nicht verpassen. Man muss nur seine Ausflugsnummer wissen. Nach Klein Bonaire kommt man am günstigsten mit dem Wassertaxi. Das Wassertaxi fährt direkt zum Strand mit dem Riff. Einfacher geht es wirklich nicht. Wer seine Ruhe haben will, der sollte das natürlich ganz früh morgens tun. Wenn die ganzen Urlauber noch nicht da sind, dann hat man wirklich seine Ruhe und ist fast alleine am Strand und beim Schnorcheln. Hier außerhalb kann man auch jede Menge Ausflüge buchen, so dass man also nicht unbedingt die Ausflüge vom Schiff machen muss. Wir gehen jetzt zum Holzboot da hinten. Wir nehmen die Holzdschunke. Da drüben ist unsere AIDA. Die Sonne scheint und es regnet. Wir segeln jetzt zur Insel. Wir haben uns aber für eine Tour mit dem Bonaire. Holzsegelboot entschieden. Das hat den Vorteil, dass auch die An- und Abreise zum Riff sehr entspannt ist. Man wird mit dem Schlauchboot zum Riff-Einstiegspunkt immer wieder gefahren und kann dann ganz entspannt das Riff entlang treiben. Und man kann das so oft wiederholen, wie man möchte. Und am Schluss fährt man wieder ganz gemütlich zurück zum Hafen und kriegt auch noch einen Rumpunsch. Das macht Spaß. Eine coole Sitzposition auf dem Außenborder, das muss ich im Sommer bei uns auch mal probieren. Ach ja, Klein Bonaire. Klein Bonaire. Genau. Auf Klein Bonaire, da gibt es nichts, kein Essen, kein Trinken, keine Liegen, keine Toiletten. Man muss alles mitbringen und sollte es natürlich auch wieder mit zurücknehmen. Wenn man mit dem Wassertaxi kommt, braucht man natürlich seine eigene Schnorchelausrüstung. Wir haben seit Jahren unsere eigene Schnorchelmaske dabei. Das hat den Vorteil, man hat eine Rundumsicht. Die Maske beschlägt nicht. Man kommt beim Atmen nicht mit dem Salzwasser in Berührung, da sowohl Mund und Nase innerhalb der Maske sind. Die Maske hat eine getrennte Luftführung für ausgeatmete und eingeatmete Luft. Nur das Abtauchen mit der Maske, das fällt etwas schwer. Man sieht auch hier, das Riff hat schon Schaden genommen. Viele weiße Stellen. Die Menge an Fischen ist auch etwas überschaubar, aber es macht trotzdem Spaß, am Riff entlang zu treiben. Nach Lust und Laune kann man es halt immer wieder wiederholen.
Wassertaxi fährt die Leute auch hier hin. Schnorchelgruppe mit der mitgebrachten Ausrüstung. Das war ein wunderschöner Schnorchelausflug. Jetzt geht's wieder zurück an Bord. Für das eigentliche Schnorchelerlebnis macht es keinen Unterschied, ob man mit dem Wassertaxi fährt oder eben einen anderen Bootsausflug dafür nutzt. Für das Schnorcheln gilt was ganz Besonderes. Man geht am Strand entlang zu Fuß bis zum gekennzeichneten Einstiegspunkt. Dort kann man gefahrlos ins Wasser gehen und sich dann mit der Strömung am Riff treiben lassen, bis wieder zu dem Punkt, wo man mit dem Wassertaxi angekommen ist. Da kann man gefahrlos wieder rausgehen. Now guys, thank you very much for being with us and choosing us. Enjoy the rest of your day on Bonaire. Thank you very much. Thank you very much. Very good. Das war mal ein schöner Ausflug auf der Insel Klein Bonaire mit dem Holzboot. Kann ich nur empfehlen. Man wird mit den Motorbooten gut versorgt, Getränke, alles stimmt perfekt. Da ist sie ja schon wieder. Welcome to home. Willkommen. Hallöchen. Wir schieben uns jetzt erstmal ein Bier. Ich schnappe uns jetzt ein Bier. Okay. Möchtest du auch eins? Bin noch besoffen von eben. Mir wurde gesagt, ich darf mich hier mit zusetzen. Okay, Erlaubnis erteilt. Dann gehe ich mal deiner Frau zur Hand. Prost, Prost. Prost, Prost. Zum Wohl. Prost. Kleine Mittagsmahlzeit. Ja, heute Mittag im Fuego. Da unten sind die Ausflugscounter. Da kann man individuelle Ausflüge buchen. Durch die kleine Stadt muss man gehen. Das ist alles sehr einfach hier. Wir sind hier auf der Veranda-Kabine 9205. Ein kurzer Blick in Claudias Kabine. Die ist jetzt auch nicht groß. Ja, das ist nur eine winzige Couch. Aber wir haben einen riesigen Balkon. Da hat man natürlich die Seitenblicke und man kann auch wunderbar nach vorne schauen. Wer nach Bonaire kommt, Strand und Wasser liebt, der braucht nicht viel. Ein halber Tag in Klein Bonaire, der andere halbe Tag in der Stadt und schon hat man einen wunderbaren Tag verbracht. So geht es natürlich auch. Die Bäume werden erhalten und das Dach wird um die Palme gebaut. Die Kanonen sehen auch mehr wie Dummy-Kanonen aus. Naja. Deswegen Wasserrohr schwarz angemalt. Bonaire. Ja, Ida, da wo ist Wasser. Kralendijk ist sehr schön. Alles wirkt hier sehr niederländisch ordentlich. Es gibt auch einige Läden zum Shoppen. Und da vorne kann man auch noch mal sitzen. Und drüben ist dann Klein Bonaire. Marina ist beim Shopping nicht aufzuhalten. Amstelbier, da trinken wir in Holland auch immer. Cool. Marina ist jetzt zu Piranha Joe Fan geworden. So, jetzt dafür kriegt unsere Linke zu Hause ein Piranha-T-Shirt. Zweite Reihe ist doch wieder karibisch schick. Und da drüben hängt das, was mir gefallen hat. Wirklich schön hergerichtet hier, Bonaire. Alles immer schön, sauber, bunt. Und der Nikolaus ist auch da. Hier vorne kann man auch baden und schnorcheln, muss man gar nicht so weit laufen. Oder keinen Ausflug buchen, wenn man das möchte. Bonaire ist abgefrühstückt. Jetzt geht's aufs Schiff. Und 18 Uhr ist schon auslaufen. Da gibt es ein Problem. Die Leine hängt fest. Eieiei. Die Springen haben sie losgemacht und hinten die jetzt auch. Vorne hat er es eben ganz schön geknallt. Da hat die eine Leine sich verklemmt und dann hat sie nur Patsch gemacht und dann war sie lose.
seine Leute wieder ein. Heute erste Mal im Markt richtig zum Abendessen. Mal schauen, wie es hier so ist. Eben so eine vegane Ecke. Zum Abendessen sind wir im Marktrestaurant. Das ist für uns optisch das Schönste und hat auch das größte Buffet. Allerdings muss ich sagen, gefühlt ist das Buffet gegenüber unseren Reisen mit der Nova und der Cosma deutlich eintöniger geworden. Es gibt fast jeden Tag das Gleiche. Ich weiß nicht, ob AIDA hier sparen muss oder lediglich Personalmangel hat. Hoffen wir mal, dass es nur Personalmangel ist. Das Entertainment-Team hat wieder ganze Arbeit geleistet. Im Theater gibt es eine tolle Show, Secret Garden. Gekrönt wird das am Abend mit einer tollen AIDA Pool Party im Beach Club. Der Pool ist die ganze Nacht geöffnet. Ein Highlight ist natürlich wieder um 22 Uhr die Lasershow. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Vlog.